Wir haben derzeit ein Problem mit Medikamenten. Wir haben einfach nicht genug. Also im Moment ist es so, dass es nicht zu bekommen ist, Alles nicht verfügbar. nicht lieferbar ist. Die Herstellung ins Stocken geraten. Mir tut mir leid, mir tut mir leid. Jetzt geht's schon Jetzt, los. genau, geht schon los. Vor allem Antibiotika sind Mangelware. Wir haben eigentlich nur noch Beruhigungsmittel Lieferengpässe. und die habe ich alle selber genommen. Oft nicht möglich, es werden immer mehr. Vor allem bei Antibiotika wird es vermehrt schwierig in letzter Zeit. Ihr wisst schon, die Dinger, die man bekommt, wenn die Katze einem in den Finger beißt. Ich habe deshalb Amoxicillin bekommen, weil Katzenbisse einige Erreger in sich tragen und die Olle mir einmal quer durch den Nagel durchgebissen hat. Aber leider wirken immer weniger Antibiotika gegen die Bakterien. Das sieht man ganz gut am sogenannten Staph aureus. Ist nicht lustig, wenn man den kriegt, der kann sogar Lungen- oder sogar Herzklappenentzündung auslösen. Und dagegen kriegt man dann auch Antibiotika. Das Problem ist, der ist mittlerweile ein paar Mal mutiert und hat sich angepasst. Manche Varianten haben jetzt eine Resistenz gegen gleich mehrere Antibiotika entwickelt. In Deutschland macht das aber zum Glück aktuell nur 1-5% aller Infektionen mit dem Staph aureus aus. In anderen Ländern oder mit anderen Bakterien sieht das ein bisschen schlechter aus. Behandlungsresistente Bakterien richteten in seinem ohnehin geschwächten Körper weiteren Schaden an. Jedes Jahr sterben rund 35 Menschen an antimikrobiellen Resistenzen. Die jährlichen Kosten werden auf 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Warum die plötzlich resistent sind? Manchmal mutieren die Erreger und wenn sie dann resistent sind, überleben sie, wenn ihr Antibiotika nehmt. Die anderen, die nicht resistent sind, sterben aus. Die resistenten Bakterien bleiben also und verteilen sich weiter. Vor allem ganz gerne im Krankenhaus. Das nimmt und nimmt kein Ende. Überlastete Krankenhäuser haben weniger Zeit für Hygiene, dort können sie sich also nochmal besser verbreiten und genau das ist schon seit Jahren ein Problem. Und dann kommt noch dazu, dass wir seit Jahren unsere Reserveantibiotika an Tiere verfüttern. Das sind die Antibiotika, die wir nehmen, wenn die anderen nicht mehr helfen. Dagegen konnten sich also auch schon resistente Keime entwickeln. Es bleiben also immer weniger Antibiotika übrig, die noch was bringen. Und die werden sehr selten in Deutschland entwickelt. Es wird derzeit geschätzt, dass diese multiresistenten Keime bis 2050 mehr Tote zu verantworten haben als Krebs. Tja, und dann kam KI. Ganz entspannt bin ich nicht, das macht mir schon Sorgen und zu bedenken, ne? Am meisten fehlen im Moment Antibiotika, Schmerzmittel, Es ist ein fragiles Lieferkettensystem, das ins Stocken geraten ist. Erkältungsmittel, Blutdrucksenker, die fehlen. Antiallergika. Da ich schwanger bin, Katastrophe. Eigentlich fehlt alles. Googles Tochterfirma Isomorphic Labs hat eine Zusammenarbeit mit Lilly und Novartis angekündigt. Ein Zusammenschluss mit einem Gesamtwert von 3 Milliarden $, wie sie schreiben. Lilly und Novartis sind namhafte Pharmaunternehmen. Beide zählen sogar zu den größten Pharmakonzernen der gesamten Welt. Echte Giganten sozusagen. Isomorphic Labs hingegen ist ein Tech-Unternehmen, ein junges, optimistisches Unternehmen, aber vor allem ist es eine Tochterfirma von Google DeepMind, der KI-Firma von Google. Gemeinsam wollen sie KI in die Medikamentenforschung bringen und die Größe des Zusammenschlusses zeigt, wie ernst sie das eigentlich meinen. Sie wollen dazu die KI AlphaFold benutzen. AlphaFold ist ein innovatives KI-System, das Faltungen von Proteinen berechnet und nur um diese Faltungen geht es. Weiß man, wie sich Proteine falten, dann weiß man, wie sie sich im dreidimensionalen Raum verhalten. Und dann weiß man auch, welche zueinander passen. Das ist so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und dementsprechend kann man auch Schlüssel bzw. Proteine finden, die Bakterien ausschalten oder sogar zerstören, egal ob sie multiresistent sind. Aber dabei bleibt es nicht. Die neuen Versionen von AlphaFold gehen über Proteine hinaus. Zu allem, ich zitiere, biologisch relevanten Molekülen. Geht man nun also den Schritt von Proteinen und deren Faltung, was schon komplex genug ist, hin zu Aminosäuren, den Bausteinen von Proteinen, dann kann man nicht nur Medikamente entwickeln, sondern vielleicht sogar Medikamente entwickeln, die weniger bis
keine Nebenwirkungen haben, viel spezifischer gegen eine Krankheit wirken und sogar Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson erforschen. Hört man das, dann hören sich die 3 Milliarden, die da genannt wurden, fast noch gering an. Diese Technologien sind derart wichtig für die Medizin, dass AlphaFold sogar den Breakthrough of the Year vom Science Magazine bekam. Deshalb ein ganz kurzer Exkurs zu AlphaFold. AlphaFold hat tatsächlich einige Ähnlichkeiten zu ChatGPT. Die Aufgabe ist, erstelle Daten basierend auf einer Eingabe oder im Fall von AlphaFold, erstelle eine mögliche Art und Weise, wie Proteine sich im dreidimensionalen Raum verhalten, basierend auf den Molekülen, die das Protein hat. Sozusagen wie bei ChatGPT versucht wird, eine bekannte Ausgabe so gut wie möglich nachzubauen für eine bekannte Eingabe. Also wenn ChatGPT, sagen wir mal, die Frage, was ist der Sinn des Morpheus in seinen Trainingsdaten hat, und die Ausgabe auch in den Trainingsdaten Medienkompetenz vermitteln ist, dann würde ChatGPT erkennen, dass Sinn und Intention in dem Fall eine ähnliche Bedeutung haben. Und bei der Frage, was ist die Intention des Morpheus, würde wahrscheinlich eine ähnliche Ausgabe generiert werden. Das kann man jetzt ganz grob auf Proteine übertragen. Genau wie bei ChatGPT wird ein neuronales Netz trainiert und es wird mit Aufmerksamkeit gearbeitet. Also manche Dinge lernt das Netz als wichtiger zu betrachten als andere. Und ja, AlphaFold ist sogar auch ein Transformer-Netz. Das ist die Architektur der gesamten KI. Allerdings ist das Ganze sehr technisch, daher hier ein bisschen out of scope. Aber die Ähnlichkeiten zu ChatGPT sind verrückt. Und trotzdem, spannenderweise ist dieses Bündnis nicht mal so weit, wie andere Forschungsgruppen sind. Denn am 20. Dezember letzten Jahres haben einige Forscher vom MIT bereits eine komplett neue Klasse von Antibiotika vorgestellt. Erstmals mit einem neuen KI-System. Das Besondere, es ist das erste neue Antibiotikum in 60 Jahren und es wurde mit einem transparenten KI-System entwickelt. Das heißt, Forscher können jetzt nachvollziehen, was genau die KI getan hat und wieso. Und für das Testen und Verstehen ist das natürlich absolut unerlässlich. Denn ein Antibiotikum kann ja auch erstmal für uns giftig sein. Das wissen wir eben erst, wenn wir es wirklich testen. Aber wieso ist KI eigentlich so viel besser darin, neue Stoffe zu entwickeln? Krisenmanagement und das seit Wochen. Ist die Herstellung ins Stocken geraten. Seit Juni nicht lieferbar. Ist einiges leer, weil halt die Lieferschwierigkeiten da sind. Von ehemals 11 Herstellern in Deutschland sind nur noch 2 übrig. Ob und wenn ja, welche Alternative es gibt. Menschen sind ein bisschen beschränkt. Wir tendieren ganz gerne dazu, das zu machen, was wir gelernt haben. Und das macht zwar Sinn, aber manchmal vergessen wir, über den Tellerrand zu schauen und vielleicht einfach neue Dinge auszuprobieren, die auch sinnvoll sein können. KI hingegen macht genau das. Ihr könnt euch ein KI-System so vorstellen. Ihr gebt etwas rein, beispielsweise das Problem, und raus kommt das, worauf ihr die KI trainiert habt. Eine KI, die jedes einzelne Medikament der gesamten Welt nicht nur kennt, sondern weiß, wie es auf einer chemischen Ebene funktioniert. Das kann natürlich dann auch für ein ähnliches Problem eine ähnliche Lösung finden. Deswegen kann ChatGPT natürlich auch sehr gut Texte schreiben, weil es Millionen davon gesehen hat. Gleichzeitig braucht es aber nicht so lang, sondern arbeitet auch einfach optimiert und automatisiert. Allerdings passiert dann was anderes, was manchmal eher unpraktisch ist. Die KI gibt meistens nicht nur eine Antwort, sondern gleich mehrere hundert bzw. sogar einige tausend Antworten. Das tut ChatGPT übrigens im Hintergrund auch, habt ihr vielleicht mal gesehen, aber es wird einfach automatisch die Antwort gewählt, die vermutlich am besten ist, sprich die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass sie euch gefällt. Bei Medizin macht das nicht so viel Sinn, denn viele Medikamente haben ja Nebenwirkungen. Lest euch mal den Beipackzettel beim nächsten Mal von der Aspirin durch, da wird euch ganz schlecht. Was man also hier braucht, ist eine KI, die vorhersagen kann, wie sich ein Medikament nicht nur gegenüber dem Bakterium, sondern auch im Menschen verhält. Und das ist furchtbar schwierig, denn jeder Mensch ist einfach ein bisschen anders und reagiert deswegen ein bisschen anders. Wir Menschen müssten also viel zu viele Daten in unserem kleinen Gehirn prozessieren. Das funktioniert klassischerweise selten gut. Wir sind sehr langsam im Aufnehmen, wir müssen lesen und wir können nicht alles behalten, selbst die Besten von uns. Deshalb sprießen hier gerade sehr viele Startups wie Sand am Meer aus dem Boden. KI-Startups.
denn hier kommt eine ganz neue Ära an Medizin auf uns zu. Der Markt hat darauf reagiert. Dass es sich nicht mehr lohnt, für Deutschland zu produzieren. Dass sie Medikamente nicht bekommen, die sie dringend brauchen. Ein Versorgungsengpass liegt vor. Heute fehlen der Apotheke 178 gängige Medikamente. Da ja alles möglichst billig sein sollte. Das ist natürlich für alle Beteiligten schlecht. Firmen versuchen zu analysieren, welche Art Behandlung am besten für einen einzigen speziellen Patienten ist, also speziell für dich. Sie testen also, wie sich ein Medikament im Kontakt mit dem Menschen verhält. Klar, wir haben hier ja gerade geklärt, dass man sowas braucht, sonst kann man die Sachen nicht testen und auch nicht zulassen. Aber das kann man noch in einer ganz anderen Hinsicht sehen. Folgendes Szenario. Nehmt an, wir haben eine KI, die zuverlässig neue Medikamente erforscht und testet. Dann haben wir bald ein Vielfaches an Präparaten auf dem Markt. Das ist zwar schön und gut, aber dann kann man ja theoretisch auch einfach testen, welches davon bei euch ganz speziell die wenigsten Nebenwirkungen hat. Ihr kennt es vielleicht von den Beipackzetteln, dass da drauf steht, einer von 100 kriegt Kopfschmerzen, einer von 1000 muss kotzen und einer von 10.000 bekommt einen Dauerständer. Das wäre ja extrem praktisch, wenn man das einfach komplett vermeiden könnte, oder? Genau das ist personalisierte Medizin. Man testet im Vorfeld, welches Medikament ganz speziell zu einer Person passt. Die Person kriegt keine oder kaum Nebenwirkungen, aber trotzdem eine Behandlung. Wenn es 2 Medikamente gibt, die dasselbe tun, dann kriegt die Person einfach das die weniger Nebenwirkungen für sie ganz speziell hat. Und speziell bei Chemotherapie wäre das ja das Beste, was man sich vorstellen kann. Wenn ich also mal wieder von meiner Katze gebissen werde, muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich Montezumas Rache auf der Schüssel bekomme, sondern ich merke nicht mal irgendwas von den Medikamenten, die ich dann nehmen muss. Das ist zwar in den meisten Fällen sowieso der Fall, aber wer sagt mir, dass ich nicht einer von 10.000 bin, die dann doch Scheißerei kriegen? Aber diese Forschung ist, wie schon gesagt, unfassbar komplex. Das Verhalten der Wirkstoffe, das Verhalten der Erreger und vor allem das Verhalten eures Körpers, das ist so unfassbar individuell. Dazu müsste man mehrere Millionen Forschungspapiere lesen und allzeit im Kopf haben und anwenden können. Deswegen versuchen Forscher derzeit KI zu nutzen, um gute Ansätze zu generieren und anschließend testen sie, ob das richtig ist oder eben funktioniert. Es ist halt 1000-mal leichter zu prüfen, ob A wirklich B tut, als ein A zu finden, das B tut. Und das müssen immer noch Menschen machen. Im Moment 199 Positionen, das ist rekordverdächtig. Medikament nicht mehr verfügbar ist. Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Schmerzmittel für Erwachsene. Und jedes Mal bekommt man andere. Antidepressiva, Schmerzmittel oder Hustenmittel. Ich glaube, da sind viele Menschen sicherlich unsicher. Aber eines darf man hierbei nicht vergessen. KI ist, auch wenn es manchmal anders wirkt, schon noch in den Kinderschuhen. Keine KI kann Stand heute 1 Million Forschungspapiere erfolgreich lesen und verstehen, im Kopf behalten und dann sogar kombinieren. Das wäre ein komplett anderes Level an Logik, die hierbei einfach erforderlich ist. Deswegen behauptet auch noch kein seriöses Unternehmen heute, schon effektiv personalisierte Medizin anbieten zu können. Und vermutlich war das neue Antibiotikum, das die Forscher da entdeckt haben, erstmal auch ein bisschen Glück. Aber dass dieser Glücksgriff mit einer transparenteren Methode erzeugt wurde, das macht es so viel leichter, diesen Glücksgriff zu analysieren und ihn dann eventuell auch zu reproduzieren. Und das bedeutet, KI könnte in den nächsten Jahren einiges Gutes für uns tun. Das ist extrem spannend, wenn ich einfach nur einen Katzenbiss in meinem Daumen habe, weil ich dann nicht einen Großteil der guten Bakterien in mir töten muss. Das ist aber auch spannend für Menschen, deren Krankheiten bislang nicht oder nur schwer heilbar oder mit vielen Nebenwirkungen verbunden sind. Und natürlich ist das extrem spannend für unser komplett überlastetes Gesundheitssystem. Denn ich bin ehrlich mit euch, momentan würde ich nicht gerne ins Krankenhaus müssen. Für meine Ohrenentzündung letzten Sommer war ich 6 Stunden in der Notaufnahme. Es ist zwar noch ein langer Weg, aber die Entwicklungen machen mir zumindest Hoffnung. Aber was genau passiert, das werden wir dann sehen. Hey, ich wollte einmal das Jahr mit einem positiven Video starten. Ich glaube, bei all der Negativität vergessen wir nur zu oft, dass auch sehr viele gute Dinge passieren. Und ich möchte die auch mit euch teilen. Tut euch sowas gut? Schreibt mir das gerne mal. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.